Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ich stehe hier an einem Mittwochnachmittag mitten in der Günter-Glotz-Anlage und habe wieder Größeres vor. Diesmal sehr spontan, denn der Kai Zorn, mein Wetterkanal auf YouTube, hat gesagt: Ich lege allen Sommerfreunden nochmal ans Herz, das, was diese Woche kommt, nutzt es aus. Nehmt euch frei, macht früh Feierabend, geht raus, geht zum Baden, geht zum Wandern, geht zum Fahrradfahren. Wir haben wenig Schwüle, kaum Gewitterrisiko, Heuernte, perfekt ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen. Und genau das tue ich jetzt. Ich habe spontan entschlossen, ich fahre mit Zelt und allem drum und dran auf einen Campingplatz und bleibe dort, solange ich Lust habe, und mache von dort aus Radtouren. Ja, jetzt habe ich mir einen Campingplatz in Höfen an der Enz ausgesucht. Das ist von Karlsruhe gar nicht so weit weg, sind 40 Kilometer. Und da fahre ich jetzt heute erstmal hin. Das passt so für eine Feierabendtour. Und dann bin ich gespannt, wie die nächsten Tage sich so ergeben. Ich bin total überrascht. Die Glotze, wie wir hier in Karlsruhe sagen, ist total ausgestorben. Kaum jemand da. Aber naja, wenn ich auf die Uhr gucke, 15:30 Uhr, müssen halt im Moment noch die meisten arbeiten. Dann ist es irgendwie doch kein Wunder. Aber sonst, wenn ich hier durchfahre, ist hier immer die Hölle los. Vor allen Dingen bei so gutem Wetter. Die ersten 12 Kilometer habe ich hinter mir, habe Karlsruhe hinter mir gelassen und jetzt passiere ich jeden Moment das Ortsschild von Ettlingen. Ja, bisher war das Ganze eine sehr flache Angelegenheit. Ich konnte also ohne Motor fahren, trotz des ganzen Gepäcks. Aber nach Ettlingen sieht es anders aus. Da geht es dann stetig bergauf, fast bis zum Campingplatz. Ja, das war schon Ettlingen und ich habe es auch tatsächlich durch die Altstadt geschafft, ohne ein Eis zu essen. Das gibt es nur selten bei mir, aber ich wollte nicht gleich zu Beginn der Tour schwach werden. Eis gibt es auch noch später. So, mittlerweile bin ich im Albtal angekommen. Das kommt gleich nach Ettlingen und geht hoch nach Bad Herrenalb. So weit fahre ich aber nicht. Ja, ich mühe mich jetzt, ich habe ja gesagt, es geht berghoch. Ich mühe mich jetzt, einen schlecht asphaltierten Weg nach oben, aber wenigstens ist er gelegentlich im Schatten oder die meiste Zeit im Schatten. Mache ich mir gerade Gedanken über den Ausdruck schlecht asphaltiert. Also bestimmt wurde er mal gut asphaltiert. Aber es ist halt schon so lange zurück, dass man davon leider nichts mehr merkt. Jetzt habe ich auch tatsächlich schon die Hälfte der Strecke hinter mir. 21 Kilometer. Ja gut, ist jetzt auch nicht so viel. Das ist ja auch eine Nachmittagstour, Feierabendtour. Ja, meine Gangschaltung macht mir ein bisschen Sorge, weil der erste, zweite und dritte Gang, ein bisschen auch der vierte, die zicken ein bisschen rum. Lässt sich manchmal schwer schalten, der Gang geht nicht richtig rein. Oder er ist drin und während der Last wechselt plötzlich der Gang. Naja, ich
gucke mir das heute Abend mal genauer an. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin Softwareentwickler. Und als Softwareentwickler hat man normalerweise, was Hardware betrifft, 2 linke Hände. Mal schauen, ob ich was sehen kann. Ich bin weiterhin auf dem Radweg im Albtal und habe jetzt mal einen besseren Abschnitt erwischt. Da ist der Belag etwas besser erhalten. Ja, ich bin da ja schon mal gefahren mit Kameras. Habt ihr vielleicht gesehen in meiner Serie von Bad Herrenalb nach Karlsruhe. Da habe ich 3 verschiedene Wege ausprobiert. Ja, der Weg war auch ein Teil davon. Jetzt merke ich, aufwärts ist es nicht ganz so einfach, weil man irgendwie jedes Schlagloch doch aus Versehen mitnimmt. Ja, in Marxzell hatte ich gedacht, ich hätte mir jetzt ein Eis verdient, aber da gab es kein Eis. Ja, man merke, Gelegenheiten soll man da nutzen, wenn sie sich anbieten. Nun, jetzt habe ich in Marxzell das Albtal verlassen und wechsle jetzt so, dass ich irgendwann mal ins Enztal komme. Keine Ahnung, wie das Seitental jetzt hier heißt. Viel mehr Sorge macht mir meine Schaltung. Jetzt, wo es hier ein bisschen steiler wird im Wald, klackert es die ganze Zeit nur noch rum. Ich hoffe, es hält. Und ich habe mein Eis doch gekriegt. Ja, und zwar in einem netten Eiscafé, das sogar einen Drive-In hat. Da konnte ich direkt mit meinem Liegerad reinfahren. Die haben nicht schlecht gestaunt, dass da so was Niedriges vor der Tür steht. Haben mich bedient und es gibt jetzt ein leckeres Eis. Klasse. Also, was lernen wir daraus? Manchmal lohnt es sich zu warten und nicht die erstbeste Möglichkeit zu nutzen. Tja, man weiß halt nie. So, nach dem Eis habe ich jetzt den höchsten Punkt der Strecke erreicht. Der liegt bei 510 Meter. Gestartet bin ich bei 110 Metern. Und jetzt geht es abwärts. Und ich hoffe, es geht auch noch abwärts. Ja, es ist 18:08 Uhr, liegt ganz gut in der Zeit. Auf dem Campingplatz gibt es ab 17 Uhr heute irgendwas Leckeres zum Abendessen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich hoffe, dass es das auch dann noch gibt, wenn ich dort ankomme. Lassen wir uns überraschen.
steile Abfahrt im Wald, die war gar nicht so ohne. Das waren ziemlich große Schottersteine. Ja, ich bin mehr gerutscht als gefahren. Ja, und dann ging es halt runter und plötzlich war ich hier im Enztal. Und jetzt fahre ich hier gemütlich den Enztal-Radweg entlang, neben den Bahngleisen. Da fährt irgendeine Stadtbahn. Ja, und bin auch schon kurz vom Campingplatz. So, ich bin angekommen, habe mich bisher noch gar nicht gemeldet. Zelt ist aufgebaut, zweimal sogar. Ich stand erst auf dem falschen Platz, weil ich mir die Nummer falsch gemerkt hatte. Ja, jetzt stehe ich richtig und geduscht und gegessen und jetzt geht es mir gut. Es fliegen nur ein paar ziemlich viele Insekten rum, aber gehört wohl dazu. Ja, dann mal schauen, wo es morgen hingeht. Dafür habe ich mir ein paar Karten jetzt mal geholt und schauen wir mal die Umgebung an. Gute Nacht.